Ich möchte mit dir heute zusammen mal ganz gerne in ein bisschen ausführlicheren Case Study eine Website durchgehen, die kürzlich eben gelauncht ist. An der habe ich nicht alleine gearbeitet, zusammen mit Lukas Rudroff, der mich hier beim Design unterstützt hat. Und ich möchte einfach ein bisschen detaillierter mal zeigen, okay, wie lief der erste Kontakt, was haben wir dann wie geplant, in welchen Etappen wollten wir was veröffentlichen, was haben wir konzeptionell uns ausgedacht, wie ist die neue Struktur, wie war die alte Website. Also da so viele Einblicke wie möglich geben. Ich gebe es gleich am Anfang zu, ich habe hier nichts irgendwie vorbereitet oder für mich strukturiert. Ich gehe das einfach durch und was mir einfällt, werde ich dir erzählen. Es wird länger dauern, nimm dir also gern einen Kaffee noch zur Hand und lehn dich zurück. Aber ich glaube, es sind sehr wertvolle Einblicke dabei, gerade wenn es dich auch interessiert, wie man vielleicht auch für mittelständische Unternehmen eben mit Webflow sehr, sehr gut Webseiten umsetzen kann, die auch bisschen in der Struktur komplizierter sind, ja, auch was einfach die ganzen CMS-Inhalte angehen. Wir haben hier einen Kunde, der eben sehr viele Produkte auch sozusagen intern verkauft, ja, und auch produziert. Und wir haben hier über 2000 CMS-Elemente, die Webflow hier verarbeitet. Und da möchte ich einfach so ein paar Erfahrungen auch mitgeben, wie das Ganze für mich war und wie wir da die Website aufgebaut haben. Falls du neu hier bist oder mein Gesicht zum ersten Mal siehst, mein Name ist Jonas Arlett und ich veröffentliche hier jede Woche neue Webflow-Tutorials und gleichzeitig arbeite ich eben auch direkt für Unternehmen und helfe ihnen eben, ihre Webseiten mit Webflow umzusetzen. Ich erzähle dir am besten erstmal so ein bisschen was über Zana-Fliesen. Falls du jetzt irgendwie nichts mit Fliesen oder Feinsteinzeug zu tun hast, dann wirst du vielleicht auch über dieses Unternehmen noch gar nicht gestolpert sein. Aber wenn man damit was zu tun hat, dann merkt man schnell, dass Zana-Fliesen eben auch ein ziemlich großer Player und eben bekannter Name gerade in dem Bereich ist, auch europaweit. Und das liegt daran, dass es eben ein Familienunternehmen ist, schon über 130 Jahre besteht. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Auszug aus der Geschichtsseite, die wir eben auch auf der Website aufgebaut haben. Und da siehst du eigentlich auch ganz gut, dass es eben aus Frankreich eigentlich die Wurzeln sozusagen, da kommen die her und ist dann eben auch über die ganzen Jahrzehnte eben auch nach Deutschland gekommen und da ist mittlerweile eben ihr Hauptsitz, ja, wo sie eigentlich die ganzen Fliesen auch produzieren. Und hier gibt es einen Unterschied eben, das ist Feinsteinzeug, was die machen, also wirklich Premium-Qualität, sehr, sehr hohes Level im Gegensatz zu zum Beispiel eben Zementfliesen, was viele auch im Baumarkt so einfach mal irgendwie kaufen. Bei denen war es so, dass sie eben schon eine Weile eine Website hatten und mit der Bitte eben zu mir kamen, hier diesem Ganzen einen neuen Anstrich zu verleihen und einen Relaunch durchzuführen, der auch in gewissen Etappen stattfindet. Das heißt, wir hatten hier eine Ausgangslage mit Website, die, ich weiß nicht, kannst du selbst ein bisschen beurteilen, aber für mich hat hier sehr, sehr viel Liebe auch gefehlt. Es war auch nicht mehr zeitgemäß, sage ich mal, wie man heutzutage sich als Unternehmen, gerade in der Größe auch im Mittelstand präsentieren sollte. Es ist einfach nur eine normale Website, aber sie waren sehr, sehr beschränkt auch in dem, was sie tun können. Also es lief alles eigentlich über die Agentur, wenn irgendwelche Änderungen stattfinden mussten und das waren wiederum neue Kosten, die dann stattfinden und zudem konnten sie jetzt nicht einfach hingehen und sage ich mal, hier diese Startseite irgendwie neu aufbauen oder neue Ideen mit reinbringen. Das hat einfach alles nicht stattgefunden und die ganzen Bilder, auch hier so der Einstieg, also es hat nicht wirklich das rübergebracht, was Zana-Fliesen eigentlich macht. Und das wirst du ganz schön, glaube ich, jetzt über die nächsten 20 Minuten sehen, wie toll eigentlich diese Geschichte und auch das Material verpackt werden kann, um sich ganz, ganz neu in Szene zu setzen. Und das haben wir, glaube ich, da haben wir vom Design her und auch von der Umsetzung her, wir haben das, glaube ich, echt ganz gut getroffen, wie man das heutzutage in dem Bereich eigentlich auch machen sollte. Und du siehst hier zum Beispiel, ja, dass solche Produktseiten, auch die Fliesen, ja, einfach ein bisschen lieblos sind, ja. Und da hat es auch irgendwie an Kreativität ein bisschen gefehlt. Und das war bei dem Unternehmen auch so, dass sie einfach auch beim Messen und sowas nicht wirklich die Website eigentlich unbedingt zeigen wollten. Darüber sind Kontaktanfragen gekommen, aber wenig jetzt irgendwie regelmäßige Leads, die ganz bewusst gezielt angesteuert wurden oder so, sondern eben einfach mal über die Kontaktformulare. Aber das ist alles was wir eben ändern wollten. Wir wollten hier schon auch Produktseiten aufbauen, die das ganze Sortiment zeigen, die dann auch wirklich, sage ich mal, bestellt werden können, ja, nicht direkt gekauft, aber eben angefragt, sodass man Angebote direkt zurückbekommt. Hier bestimmte Prozesse eben für die Mitarbeiter auch automatisiert über Webflow und das Ganze haben wir eben verpackt auch in einer ganz neuen Erscheinungsbild, wo auch, man sieht das jetzt hier oben gar nicht, hier sieht man noch, das ist auch das alte Logo, also es gab auch ein neues Logo, das lief aber noch über jemanden anderen, also nicht über uns und dann gab es eben einen neuen Katalog und so weiter. Also es waren verschiedene Etappen, die so dazu kamen, aber ich sage mal, im ganzen ersten Halbjahr 23 wurde quasi mit dem Unternehmen daran gearbeitet, dieses ganze Projekt und das ganze Erscheinungsbild nach außen neu aufzubauen. Wenn ich jetzt hier in unserem Figma-File mal rauszoome, siehst du im Prinzip mal alle Artboards, die so in
Kommunikation auch mit dem Kunden stattgefunden haben. Es gab noch sehr, sehr viel mehr, wenn wir hier nochmal raussuchen. Das waren auch Design und Moodboards und sowas. Also da gibt es sehr, sehr viele Ideen, die gesammelt werden, ja, wo wir jetzt nicht alles im Detail durchgehen wollen, aber trotzdem einfach mal, dass du siehst, dass es wirklich ein Prozess ist. Da wird nicht eine Seite entworfen und dann hat man automatisch gleich die 5 anderen. Bei mir und auch bei ganz vielen Aufträgen, die ich bisher gemacht habe, ist es immer so, dass ich das eigentlich ganz schön finde, dass wir jede Seite neu betrachten und gucken, wie müssen wir die, sage ich mal, präsentieren, dass sie auch wirklich mit Lust angeschaut wird, dass die Seitenbesucher auch sich weiterklicken, weil sie noch irgendwie eine Unterseite erforschen wollen und so, und dass wir nicht irgendwie eine Startseite mal ein bisschen anders machen und der Rest der Seiten, die sind eigentlich immer gleich und nur ein paar Bilder sind ersetzt und so weiter. Und das wirst du auch sehen bei dem Projekt, dass wir auch dank natürlich des Investments von dem Kunden da auch gut Ideen ausprobieren konnten. Ja, wir hatten ganz, ganz viele Ideen und konnten leider auch bis zum Ende jetzt hier nicht mal alles umsetzen, was wir eigentlich an Ideen hatten, weil es einfach auch gereicht hat sozusagen jetzt im Umfang. Aber wir hatten so viele Ideen, wo wir das Ganze eben so ein bisschen hintreiben wollten. Und da geht es ja auch darum, dass wenn man jetzt zum ersten Mal mit den Kunden gesprochen hat, wir haben telefoniert, das hat gepasst und das Angebot wurde bestätigt und man hatte dann so diesen Kick-Off-Call, wo es einfach auch darum ging, dass nochmal Zahnfließen quasi jetzt auch mit einem Ansprechpartner, der vom Marketing dort war, der einfach mit mir auch dann immer zu tun hatte. Und wir haben dann zusammen die Website ja auch erarbeitet, dass wir dann einfach auch einmal rausgefunden haben, um was geht es denn bei dem Ganzen, ja? Wo wollt ihr hin? Und wie sieht der Hintergrund aus? Warum machen wir überhaupt eine neue Website? Und das ist einfach nochmal viel detaillierter wie in diesem ersten Telefongespräch, sage ich mal, wo man rausfindet, ob man überhaupt zusammenpasst und ob man überhaupt denen helfen kann, ja, ihre Ziele zu erreichen. Und in diesem Kickoff-Call geht es dann wirklich ein bisschen detaillierter darum, wie machen wir das mit der Website? Ja, was ist denen sozusagen wichtig, auch was neu an Inhalten auch reinkommt, dass wir da nichts verpassen. Wir schauen einfach so ein bisschen über die Wettbewerber, wie machen die bestimmte Dinge, machen die vielleicht was gut und machen die was nicht gut. Und dann geht es im Prinzip zurück, wir wussten, dass wir sozusagen in 2 Etappen die Website launchen. Es gab einmal einen One-Pager, auch weil nochmal eine Messe anstand und davor eben der One-Pager schon da sein sollte. Und da war es eben so, dass wir ziemlich, sage ich mal, zügig diesen One-Pager erarbeiten sollten. Das war wirklich innerhalb von 2,5 Wochen. Und das heißt mit der Umsetzung und mit dem Design. Das Gefährliche ist hier, dass bei meinem Prozess normalerweise eben dieser Designprozess, diese Designsprache zu finden für das Unternehmen, doch auch länger dauert. Also mindestens so eine Woche, wo man dann auch dem Kunden, sage ich mal, eine Designpräsentation gibt, damit man einfach zeigt, in die Richtung wollen wir gehen. Das ist das, was ich dir jetzt auch gleich hier zeige. Und das ist halt einfach so eine Arbeit, die auf jeden Fall stattfinden muss, weil dann fällt dir alles danach viel leichter eben bei den Unterseiten zu gestalten, ja, auch bei Lukas. Und das war eben so eine Arbeit, die wir so ein bisschen zusammen gemacht haben, dass wir uns Moods zusammen auch angeschaut haben und diese Designsprache haben wir so zusammen definiert und er hat danach einfach ausgearbeitet verschiedene Inhalte, dass ich ihm mal Wireframes gemacht habe für die Unterseiten, die und die Sachen habe ich jetzt mit Zahnfließen rausgefunden im Gespräch, das muss alles mit rein, habe ich ihm Wireframes aufgebaut und der hat es basierend auf unserer erarbeiteten Designsprache sozusagen dann ausgeführt und ausgearbeitet, die ganzen Unterseiten, ja. Und ich konnte es danach dann in Webflow umsetzen. Das Problem ist nur eben, dass wir schon ziemlich, sage ich mal, streng diese Designsprache eigentlich schnell finden mussten, weil wir dann auch die Umsetzung von dem One-Pager schon machen mussten. Und mit dem One-Pager auch noch so die Kontaktseite und ich glaube die Händlerliste und so weiter. Und ja, das war eine intensive Anfangsphase und dann wurde es, sage ich mal, ein bisschen ruhiger und dann ging es auch eher um die Produktseiten, ja, wo wir da auch, wusste ich schon auch von Anfang an, dass das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, was einfach die Umsetzung angeht, nicht so sehr jetzt, was das Design angeht, weil dann alle Produktseiten ähnlich eigentlich aussehen, aber eben die ganzen im Hintergrund, die ganzen technischen Sachen, wie wir das mit einem Konfigurator lösen und so weiter. Aber das war sozusagen der Anfang, erstmal dem Kunden zu zeigen, guck mal, da sind wir und wir wollen jetzt diesen Weg gehen, um diese neue Designsprache für die Website und natürlich auch in Zukunft für den Katalog und so weiter und wie sie sich auch immer im Print jetzt vielleicht präsentieren wollen, dass sie einfach sich da auch Sachen abschauen können. Und da ist es so, dass Lukas und ich schon früh uns überlegt haben, dass wir eben auch so eine Kombi-Font benutzen. Einmal, weil wir eben mit einer Serifenschrift sehr gut dieses Traditionelle mit reinbringen können. Und auf der anderen Seite mit so einer serifenlosen Schrift eben dieses Moderne. Und das ist auch das, was sie wollten. Sie wollten ab jetzt eben sehr modern auch auftreten, ja. Und das kriegst du eben auch dadurch gut dieses Premium-Segment so eingefangen und abgeholt, ja, weil es einfach eben ein bisschen mehr nach Luxus sozusagen aussieht. Und
das Logo hier, wie gesagt, das kam schon neu. Die hatten also eine Bildmarke, wie man hier ganz schön sehen kann, was ich auch wunderbar finde, wenn das irgend so was Schönes gibt. Genauso haben sie auch noch eine Wortmarke auch dazu. Also das war so ein bisschen das. Wir hatten auch so vielleicht so um die 15 Fotos, die professionell gemacht wurden, auch von, wie du es hier unten auch siehst, also sehr, sehr schöne Fotos eigentlich auch, wo man diese Produkte auch gut sieht und auch, wie sie die erarbeiten und so weiter, mit denen wir auf jeden Fall starten konnten und da hatten wir gutes Material, also besser, wie wenn die Kunden eigentlich nur das ganz Alte haben, was du ja jetzt auch gesehen hast hier auf der alten Website. Das ist halt immer ziemlich schwierig, ne? Wenn es dann so liebloses Bildmaterial gibt, aus dem man nichts mehr rausholen kann. Und das ist einfach was, ich weiß nicht, ob es jetzt hier noch lädt in der Wayback Machine, aber ja, man sieht, das sieht einfach nicht so neu aus irgendwie, ja. Und das hier ist eh nur ein Rendering, also irgendwie nicht so professionell. Und da waren wir ganz froh, dass da schon irgendwie schon mal ein bisschen dran gedacht wurde und erarbeitet wurde. Und dann geht es für uns quasi darum, einfach diese Schrift auch nochmal zu erörtern, okay, passt das auch wirklich? Können wir die mal in verschiedenen Szenerien vielleicht einsetzen und so weiter? Genauso hatten wir uns überlegt, auch ziemlich früh, also das hier ist jetzt ein Moodbild von irgendwo, was Lukas gefunden hatte. Und dann einfach zu gucken, okay, wie fühlt sich das an, wenn wir jetzt halt, sage ich mal, vielleicht Renderings erstellen, die so in der Art sind, wie wir das hier sehen, aber nicht, dass wir jetzt hier einfach solche Steinplatten haben, sondern dann ihre Fliesen im Prinzip und dann einfach so die Font dazu, wie wirkt es, ja? Und einfach, um das so ein bisschen zu beurteilen, auch mit dem Kunden zusammen und als man auch vielleicht dann als Gesprächsthema hatte man dann eben auch die Idee, okay, wir könnten dann sozusagen hier wirklich auch in so einer interessanten Konstellation vielleicht die Fliesen so ein bisschen schweben lassen und das sind einfach ganz neue Ideen, die man so auch vor den Wettbewerbern noch gar nicht gesehen hat und so weiter, ja. Und gerade so 3D-Renderings, wenn wir uns das hier mal anschauen, ich habe das dann quasi einen Auftrag gegeben und habe das einen 3D-Designer von mir einfach mal machen lassen. Und das, wie gesagt, das ist alles, der Kunde zahlt einen Preis bei mir, das ist ein Festpreis, er zahlt nicht mehr und nicht weniger, egal wie lange es dauert, egal was wir da drin erarbeiten. Und das ist sozusagen ein Anliegen von mir gewesen, dass ich Lust hatte, einfach mit solchen 3D Modelings zu arbeiten, auch die nachher zu animieren. Ich habe die alle einzeln bekommen, habe mir gedacht, das könnte ich vielleicht beim Scrollen, dass die irgendwie ein bisschen zusammenschweben und so und das einfach mal ausprobieren lassen, ja, und habe ihn das machen lassen, einfarbig und einfach mit Modelle, um dann dem Kunden auch zu zeigen, guck mal, es könnte schon was werden und wenn wir jetzt entscheiden, wir brauchen ganz viele Sachen davon, also am Ende haben wir auch gemerkt, wir brauchen ganz viel, wenn du hier siehst, das ist ja hier nicht glatt oder eben, sondern hat so ein Relief mit drin und da haben wir ganz viele Reliefbilder eigentlich noch Material gebraucht, weil die das bisher nicht hatten. Das hat er zum Beispiel extra gezahlt, da habe ich ihn dann beauftragt, den 3D-Designer, und der hat uns dann da irgendwie nochmal 30 Reliefbilder gemacht, eben, dass wir die auch im Konfigurator einsetzen konnten und so weiter. Siehst du später, aber das ist trotzdem wichtig, sowas zu machen und sowas auch mal erstmal selbst in die Hand zu nehmen, wenn eben auch das Investment stimmt, ja, wenn du da nicht denkst, dass du irgendwie aus der Reihe tanzt und das alles sich nicht mehr kalkulatorisch irgendwie lohnt. Und bei mir war das aber so, dass ich wusste, hey, lass das mal ausprobieren. Ist jetzt egal, ob das jetzt irgendwie, ich weiß ja nicht, was das gekostet hat, 25 Euro, 30 Euro und einfach erstmal gucken und dann noch eins gemacht, nochmal, okay, dann hat man halt irgendwie mal genauso die Font, habe ich einfach die Font, in dem Moment dauert es mir zu lange, das nochmal abzustimmen mit dem Kunden und so weiter. Wenn wir jetzt merken, wir brauchen so eine Serifenschrift, einfach gekauft, im Namen des Kunden und dann eben eingesetzt, damit wir da gestalterisch vorankommen, ja. Setzt mir sozusagen so einen eigenen Budgetpuffer nochmal so ein bisschen, um einfach auch Dinge auszuprobieren. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir eben in der Richtung auch sehr, sehr gut eben arbeiten konnten. Wir haben am Ende nochmal einzelne Fliesen auch so gemacht, dass ich die eben, siehst du nachher auf den Unterseiten, sehr gut auch einsetzen konnte. Und das war sozusagen hier die Idee. So. Und dann ging es eigentlich dahin, dass man auch von der Designsprache her so einen gewissen roten Faden finden sollte für die Website. Und das mache ich auch sehr gerne. Und da hatten wir natürlich jetzt bei dem Kunden sehr, sehr gut natürlich die Fliesenformen. Also es gibt Sechseck, Achteck, es gibt auch quadratische Fliesen. Und genau, die Formen haben wir uns sozusagen als Ausgangslage genommen und einfach dann mal hier geschaut, wie wir das, sage ich mal, auf der Seite, also ohne, dass das jetzt genau so umgesetzt werden muss, aber es gibt sozusagen Bereiche, die wir durch diese Formen vielleicht definieren können. Ja? Also das wären jetzt auch wie so Kacheln, die man so aufbaut auf der Seite. Und genauso, wenn die jetzt da wären, könnte man sich vorstellen, also wir haben sowas in der Art dann als Slider auf der Startseite, auf dem One-Pager auch zum Beispiel umgesetzt, könnten hier links eben ein Bild haben
und dann vielleicht wäre das ein Slider, hier könnte mal Text drin sein und das war einfach so ein bisschen die Idee. Man sieht das jetzt hier zum Beispiel ausgeführt. Und es ist wichtig, den Kunden auch genau mit so einer Herangehensweise abzuholen. Das ist was du dir bei guten Logodesignern abschauen kannst. Ein gutes Logodesign wird immer so präsentiert, dass du es am Ende eigentlich so geil findest, weil die Herangehensweise so geil ist. Ja, die holen irgendwo diese Erklärungen her und die sind nicht aus der Welt gegriffen. Und das finde ich halt auch beim Webdesign cool, wenn wir da uns auf Sachen eben festlegen oder merken, das macht Sinn, dass wir das so machen, weil wir daher kommen, weil wir irgendwelche Gründe haben, warum wir das so erarbeitet haben. Und das finde ich eben hier auch toll, dass wir dann uns überlegt haben, eben diese verschiedenen Bereiche, wie wenn du jetzt das hier als Raum nimmst und dann fängst du an, da deine Fliesen zu verlegen, ja, und dass wir das so ein bisschen auch unterteilt haben. Und das einfach eine Designsprache ist, die wir dann benutzen konnten. Die kannst du natürlich auch nochmal viel mehr reduzieren, sage ich mal, den Hintergrund, dass du jetzt nicht dass du nicht so viele Linien oder sowas hast, ja, sondern dass du einfach mal ein größeres Bild hast. Und das haben wir hier ein bisschen ausprobiert, auch die Farben nochmal einzusetzen. Die haben natürlich sehr, sehr viele Farben, die sie auch als allgemeine Unifarben eben einsetzen für die Fliesen, die wir auch im Web und im Katalog eben ganz gut verwenden können. Und das sind so ein paar davon, die wir ganz gut fanden. Wir haben da jetzt auch nicht alle eingesetzt, aber gerade das Grün, Gelb, Rot, Blau, das wird eben auch eingesetzt, genau, und kommt auch zustande. Es waren wie solche Seitenteaser, okay, so könnte es ungefähr irgendwie sein. Genauso haben wir hier auch die Designsprache nochmal, also einfach zur Erklärung von der Typo, dann nochmal, dass wir das thematisieren, hey, wie wäre das, wenn wir das eben machen? Und die fanden das zum Beispiel sehr, sehr gut, dass wir halt einfach nochmal dieses Traditionelle durch die Schrift auch mit reinbringen. Und das haben wir hier gemerkt, dass das eben, ich glaube, hier ist einfach mal was verrutscht, dass wir das einfach auch ausprobiert haben. Es wäre auch nur mit der modernen gegangen, wie man hier ganz gut sehen kann, aber es hat doch nochmal so einen gewissen Pep mit reingebracht und das fanden wir eben ziemlich cool, genau. Und da gab es einfach in dieser Präsentation auch verschiedene Sachen. Wir wollten dann in dem One-Pager auch, war unser Main Call to Action quasi das Runterladen von dem Katalog. Und dann hatten wir auch so verschiedene Ideen, wie man Galerien zum Beispiel mal anzeigt, dass wir hier auch nicht jetzt einfach nur ein Bild oder eine Slideshow, sondern dass wir auch hier wieder uns diese Herangehensweise mit den Kacheln, quasi mit den Fliesenformen hier verwenden. Oder auch hier, dass es einfach so ein bisschen aussieht, wie wenn es auf dem Boden verlegt ist und mit Absicht dann welche eben ein bisschen freigelassen werden, um das Ganze atmen zu lassen oder einfach interessant auch wirken zu lassen, dass es mal ein bisschen anders ist, ja. Hier auch ein interessanter Weg, den wir so aber in der Richtung jetzt nicht direkt so umgesetzt haben, aber dass man einfach merkt, du kommst auf die Seite und würdest so ein Layout sehen. Du würdest ja sofort erkennen, okay, das ist nicht so, wie du es auf jeder Website siehst. Das ist hier schon was, wo speziell drüber nachgedacht wurde oder von der Umsetzung her, das einfach dann passt, ja. Und auch diese Idee, dass man jetzt Bilder haben und darauf aufgreifend quasi die Form einmal rausnehmen und das einfach zeigt, ja, das ist eigentlich die Form, die auf der Fliese ist und hier siehst du es dann in einem realen Case. Eigentlich eine super Idee, die wir so in der Art auch dann umgesetzt haben. Genauso hier, wir hatten halt die ganzen Formen, die auf den Fliesen sind. Es sind ja nachher irgendwie 40 verschiedene Fliesen, auch in der Manufaktur, wo es halt verschiedene Muster dann darauf gibt. Und die hatten wir halt alle als Vektordateien. Mit denen konnten wir auch sehr gut spielen. Und das fand ich auch eine coole Idee hier, dass man einfach mit den Hintergrundfarben auch hier spielt. Ja, dass die jetzt zum Beispiel auch dann, wenn man das wechselt, Gold, dann wird die Hintergrundfarbe auch eben, wie man hier sieht, zum Beispiel blau, weil die Fliese jetzt auch blau ist. Das war auch eine Idee, die haben wir auf jeden Fall aufgegriffen und auch so umgesetzt. Das wirst du sehen. Es ist schon in die Richtung nachher gegangen, im Design dann. Aber jetzt, sag ich mal, von der Idee damals total unausgereift, ja. Einfach nur, okay, eigentlich wäre es cool, diese Tiefen ja auch zu schaffen. Das ist was du bei meinen Projekten sehr oft siehst, dass man auch mit wirklichen, weit geblurrten, weichen Schatten arbeitet, dass es wirklich, das darf nicht so aggressiv sein, aber dass es einfach aussieht, als ob das ein bisschen näher am Betrachter dran ist. Durch die Linie im Hintergrund hast du wieder so eine schöne Räumlichkeit, eine Fläche, die du aufziehst und darüber schwebt was. Das finde ich einfach richtig geil und dadurch auch kriegt das Ganze ein richtig angenehmes Raster, wo du auch deine Texte platzieren kannst und durch so eine einfache Linienführung eigentlich kannst du dir da echt schon was Schönes aufbauen. Und da haben wir auch vieles davon dann eben in der Richtung auch übernommen. Dann gab es sowas wie die Geschichtsseite, die ist auch ganz toll geworden. Hier war einfach die Idee, dass wir einfach die ganze Historie der Familie auch einmal in einem wirklichen tollen Aufbau, der ganz anders ist wie das, was wir auf den anderen Seiten zeigen, aber trotzdem, wo wir uns quasi auch in der Umsetzung und im Design einmal austoben können und dass wir dann
das Ganze auch auf dem iPad im Showroom bei denen zum Beispiel zeigen können. Und das schauen wir uns gleich mal an, wie das eben geworden ist. Und da waren auch verschiedene Ideen, mit den Jahreszahlen hier groß zu spielen. Genauso auch mit den Linien wieder von der Karte. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen gesehen. Und hier siehst du auch, wie wir quasi mit Outlines arbeiten könnten und nicht so sehr mit eben diesen schlechten Renderings, die eben da zur Verfügung standen. Also die Outlines, finde ich, passen sehr, sehr gut auch zu dem Liniengrid, was wir im Hintergrund für die Seite eben verwendet haben. Und das war so ein bisschen das, was ich weiß gar nicht, ob wir hier den One-Pager dann einmal irgendwann drin hatten. Doch, hatten wir, aber den können wir uns im Prinzip jetzt auch anschauen. Da hat sich nicht viel geändert. Wenn wir uns jetzt mal den One-Pager anschauen, dann siehst du, dass es schon ein anderes Erscheinungsbild ist. Also wir gehen hier quasi hin auf der Startseite und zeigen auch direkt dieses Liniengrid. Also mit dem habe ich jetzt wirklich in der Umsetzung auch überall auf jeder Seite gearbeitet. Und was dem Kunden hier auch wichtig war, dass wir auf der Website im Anfang direkt eine Vielfalt zeigen und nicht jetzt nur irgendwie ein richtig schönes Bild, wo man eine Fliese irgendwie sieht, sondern dass man einfach verschiedene Gegebenheiten zeigt, wo auch die Einsatzmöglichkeiten sind. Und da die auch sehr, sehr viel Kunden eben in der Industrie haben, ja, wie du es hier zum Beispiel siehst, oder in der Denkmalpflege, war das eben cool, hier so einen Mix zu finden. Und da bietet es sich an, einfach quasi ein Loop zu integrieren, wo man die Bilder jetzt nicht irgendwie als Slideshow selbst durchklicken muss, sondern einfach schön begleitend direkt so ein Gefühl dafür kriegt, wow, okay, ganz viele verschiedene Muster, super schön ausgearbeitet und auch die Bilder müssen eben Premium sein und toll sein. Und das war sozusagen hier der Einstieg, der auch beim One-Pager, da war hier noch eine Info, aber das haben wir bis jetzt nicht nochmal überarbeitet. Man muss sagen, die Website ist auch vor 3 Tagen jetzt oder vor 2 Tagen live gegangen. Also kann sein, dass sich da jetzt auch noch mal ein bisschen was ändert auf der Startseite und wir sind dann natürlich im Hin und Her und Austausch. Aber wichtig war, dass das jetzt einfach erstmal dann komplett online und fertig ist, sage ich mal, mit dem, was wir geplant haben von den ganzen Unterseiten. Und da hatten wir damals auch gesagt, dass wir sowas hier für den One-Pager ist klar, gut, dass es ein bisschen länger ist, aber dass wir es vielleicht eben auch ein bisschen knapper machen, wenn wir dann die Website fertig haben, dass man dann, sollte man eigentlich auf so einer Startseite, sage ich mal, verschiedene Sektionen erarbeiten, die Teaser sind für die Unterseiten. Und da reicht es eigentlich auch, hättest du jetzt an der Textmenge einfach nur das hier und dann kommt da unter der CTA, ja. Das ist schon ein bisschen lang jetzt, ist ja schon sehr ausführlich, aber haben wir jetzt bisher nicht nochmal irgendwie drüber geschaut. Hier siehst du das war auch so eine Galerie, dass man gleich die Projekte mal sieht. Das war auch vom One-Pager noch, würde jetzt auch hier mehr Sinn machen, dass wir direkt auch nochmal verlinken auf die Referenzunterseite, wo es natürlich noch mehr Projekte gibt. Und hier hast du dann halt die Möglichkeit, das Ganze in der Galerie zu öffnen. Und das habe ich auch mit dem Lightbox-Element eben von Webflow gelöst, was eigentlich ziemlich gut dafür geeignet ist. Und genau, kannst du hier auch über den Link quasi öffnen und die Slideshow slidet es durch und genauso werden auch die Texte eben geupdatet. Dann hast du hier das, was wir uns eigentlich gerade ja angeschaut haben in der Erörterung der Designsprache, ist dann quasi in ein Slider umgesetzt worden. Das heißt, hier hast du auch die Linien und das Ganze eben dann in einen erklärenden, wo einfach die Vorteile liegen, auch von Zana-Fliesen. Und das ist einfach etwas, was die Startseite auch, finde ich, nochmal ganz gut sozusagen aufwertet. Für die Unterseite eben, wo es um das Feinsteinzeug nochmal geht, warum das bei denen eben so gut ist, ja. Und da haben wir auch bei den Texten, glaube ich, beim One-Pager und bei ein paar Texten haben wir auch mit einer Texterin nochmal gearbeitet, die uns da unterstützt hat. Genauso hier die Teaser für die Unterseiten von den Fliesen, von den Produktseiten. Dann geht es hier nochmal in den Denkmalsanierungsbereich. Ja, das ist auch so ein Effekt. Also ich wollte eigentlich, du merkst, keine Texte sliden hier irgendwie hoch oder irgendwas. Also in der Umsetzung habe ich davon Abstand gehalten. Wir haben so Animationen drin, du wirst es immer wieder sehen. Ich habe ein bisschen mehr mit Scroll-Animationen gearbeitet. Nicht jetzt mit irgendwie, die ganze Zeit was passiert. Auch sowas hier hat irgendwie jetzt keinen krassen Effekt. Einfach nur, dass du merkst, da passiert was. Und genau wollte ich das bei sowas hier auch so handhaben, dass es einfach, man sieht, doch, da sind schon Feinheiten, coole Sachen dabei, aber es überrumpelt dich nicht. Es ist nicht, okay, überall. Ja, wenn du jetzt hier sowas hast, okay, kann man mal machen. Das kommt halt auch sehr, sehr oft vor, diese Elemente. Nicht jetzt hier nur bei der Karriere, sondern auch irgendwie mal bei einem Dropdown oder so. Und deswegen habe ich da einen Effekt mit untergelegt. Aber ich meine, animieren könnte man ja mal alles Mögliche. Aber das ist einfach so ein bisschen das, wo ich gesagt habe, gut, da legen wir den Fokus auf ein paar coole Scroll-Animationen, gerade auf der Geschichtsseite und dafür jetzt nicht irgendwie alles da durch die Welt fliegen lassen. So, hier der Footer finde ich eigentlich auch ziemlich cool, dass da auch die Linie dann nochmal so zu Ende zu führen und dann, dass man hier auch nochmal diese Räume schafft. Genau, und finde ich eigentlich ziemlich übersichtlich und schick gelöst. So.
Dann kommen wir hier zum Mega-Dropdown, da habe ich auch die Manufakturfliesen, einfarbige Fliesen, Industriefliesen. Das habe ich quasi im Anschluss auch jetzt nochmal so erarbeitet. Da haben wir jetzt von Lukas, damals hatten wir einfach nur Dropdowns gedacht, aber dass wir da einfach nochmal was Prominenteres haben für den Fliesenbereich und die ganzen Informationen sind sozusagen in normalen Dropdowns hinterlegt. Gehen wir gerne mal hier in unser Feinsteinzeug rein, eine Seite, also wir müssen jetzt nicht alles im Detail anschauen, aber nur, dass du einfach mal erkennst, der Unterschied. Hier geht es wirklich darum, einfach nochmal die Vorteile zu beschreiben, wie die das machen, und da siehst du zum Beispiel mal so eine Animation, wie ich da habe ich die Renderings benutzt, die wir eben machen haben lassen, hatte ich einzelne PNGs und hier einfach eine schöne Scroll-Animation mit reinzumachen, ja, die dich nicht überrumpelt oder sowas, sondern die einfach schön wirkt, und da hatte ich das eben umgesetzt oder da habe ich einen guten Spot für gesehen, ja, und genauso das Bildmaterial hier, das ist eben geshootet worden, dass wir das hier einmal einsetzen. Hier haben wir auch den Herstellungsprozess einmal dann in einem Slider, das wird nochmal in Zukunft ersetzt durch ein Filmmaterial, also dass wir das als Film einfach einmal hier haben, das wirkt immer nochmal viel besser. Und da geht es einfach auch so ein bisschen drum, hier auch habe ich eher so eine Scroll-Animation eingesetzt, und da haben wir auch vorhin gesehen, das war ja das Material, was ich dir hier einmal gezeigt habe, genau, da hatte ich so die ganzen einzelnen, habe die einfach da so positioniert beim Scrollen, und genau, hier einfach schön übersichtlich nochmal die Argumente gebracht, was Zahnerfliesen und das Feinsteinzeug von denen eben ausmacht. So. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, ich meine, Denkmalpflege ist eine ziemlich statische Seite. Das war zum Beispiel auch was wir am Ende beim Kunden gesagt haben, hey, der möchte sozusagen die Möglichkeit haben, selbst so eine Unterseite hier zum Beispiel hat er selber angelegt. Das heißt, ich habe verschiedene Designelemente und Sektionen, die wir auf der Website dann irgendwann erarbeitet haben, habe ich als Komponenten in Webflow angelegt, und er kann quasi im Webflow Designer dann sich diese Komponenten hier nacheinander reinfügen. So ein Hero-Bild-Section zum Beispiel gab es in hier einmal groß, einmal kleiner. Ist ja eine ganz normale Two-Column-Text-Section sozusagen, und da haben wir es auch sehr schön, finde ich, mit den Linien so gemacht, dass wir immer links quasi die Überschrift haben und rechts dann den Fließtext. Und sieht man hier, finde ich, kann man auch mal brechen, dass das eben dann hier die Linie nicht weitergeht. Und dadurch ist echt ein cooles Grid, finde ich, entstanden, das man super gut einsetzen kann. Also man muss aufpassen, dass hier die Headlines immer nicht zu groß wurden. Das war einfach dann schwierig mit dem Umbruch. Aber ansonsten konnte der Kunde jetzt auch hier diesen Bereich hier komplett selber aufbauen, Texte ersetzen, Bilder ersetzen, und das ist schon eigentlich ganz cool. So Referenzen und auch Journal, das ist einfach was wie eine Art Blog, ja, wo die einfach solche Referenzen hier selbst einfügen konnten. Hier hat man auch nochmal die Möglichkeit, wenn er jetzt zum Beispiel hier dieses Projekt einmal anteasert, das wurde alles übers CMS gepflegt, ja, also diese ganzen Texte, diese ganzen Bereiche, und auch die Galerie. Hier oben gab es ein Zwei-Spalten-Grid, aber wir haben hier unten dann quasi nochmal eine Galerie, wo eigentlich noch mehr Bilder sind. Ich weiß nicht, warum hier jetzt gerade nur 2 Bilder drin sind, aber da kann man ganz viele, das ist dann wie so ein Masonry-Grid, was sich hier aufbaut. Und der Kunde hat auch die Möglichkeit, weil jetzt muss man sich vorstellen, Seitenbesucher kommen ja dann hier hin, wollen sehen, okay, wie sind die Referenzen, was habt ihr für Projekte gemacht, wie könnte ich mich inspirieren lassen, und sehen das, und das könnte ich mir super gut für unsere Küche vorstellen, und dann wollen die auch direkt wissen, okay, was für Fliesen wurde da eingesetzt. Und dann haben wir hier eben auch die Möglichkeit gleich gegeben, dass er über eine Referenz-Collection-List, die im Webflow hinterlegt ist, eben gleich die Fliesen auch auswählen kann, die in dem Projekt vorhanden sind. Gerade weil wir so eine große Über-uns-Seite erschaffen haben wir hier so eine große Historie-Geschichtsseite, haben wir die Über-uns-Seite eigentlich da ziemlich kurzbündig gelassen. Hier siehst du zum Beispiel mal, was für einen Impact ein Video hat. Wenn du das auch gleich im Anschnitt siehst, hast du viel mehr Lust, hier dir das kurz mal anzuschauen. Kannst es irgendwie stoppen, weiter abspielen. Aber das zeigt dir einfach viel, viel besser nochmal wie Bilder oder ein Slider. Also wenn du die Möglichkeit hast, deine Kunden zu überzeugen, wirklich Videomaterial ist wirklich zukünftig, glaube ich, viel, viel stärker nochmal als irgendwelche Bilder. Und das ist auch ein altes Video eigentlich, was ich da einfach zusammengeschnipselt habe, damit wir hier ein bisschen was einsetzen können. Aber das wirkt einfach super, ja. Und da sieht man hier jetzt der Teaser zum Beispiel für die Geschichtsseite. Wenn wir da einfach mal reingehen, die werde ich auch nochmal in ein paar anderen Videos ein bisschen genauer vorstellen, wie ich das umgesetzt habe, und zeige dir mal ein paar Sachen, die wir dann zusammen machen. Und da geht es halt ein bisschen mehr zur Sache, was auch die Scroll-Animationen angeht und so. Wir haben hier mit dem Farbwechsel gearbeitet, der im Hintergrund stattfindet, immer wieder eben in die verschiedenen Jahre sozusagen einzutauchen von den Gründern. Dann haben wir hier die Linien, die Fliesen
Manufakturfliesen, die sich so aufzeichnen mit eben schöner Beschreibung. Du siehst hier so ein bisschen Parallax habe ich mit integriert, dass die Texte ein bisschen hier schneller scrollen wie das Bild jetzt hier. Und dann geht es wieder in den helleren Bereich, Jahreszahlen sliden sich rein. Genau, und einfach nur eine Seite aufbauen, ja, die einfach so ein bisschen die schön ist, ja, die man einfach gerne anschaut. Hier auch mal was, weil ich einfach abends Lust habe, irgendwie mal auf dem Sofa noch was Tolles umzusetzen. Habe hier nochmal so eine bisschen andere Scroll-Animation mit integriert, die so auch nirgends vorkommt. Also einfach nur aus Lust, einfach weil ich Bock hatte, dass es hier reinpasst. Und da konnten wir uns echt cool austoben und das fand ich auch gut. Also hier, das füllt sich auch alles selbst aus. 1,1 Millionen Quadratmeter Fliesen produziert, auch eine krasse Zahl. Und dann am Ende hier nochmal ein paar Stats, die auch selbst erweiterbar sind, jetzt eben vor dem Kunden. Und hier einfach in Zukunft muss man schauen, wenn er eine neue Sektion haben will, kann er auch Sachen von oben nochmal duplizieren, Texte ersetzen und so weiter. Aber das waren so ein paar sehr schöne, sage ich mal, Content-Seiten, Karriereseite. Ich meine, kannst ja alles selbst nochmal anschauen. So ein Download-Bereich wird auch echt oft angeklickt. Einfach hier gucken, okay, selbst wenn der so simpel ist, wie kannst du das machen, dass das einfach angenehm und toll scannbar ist und einfach leicht zum Finden, was man braucht, ja, Uni-Katalog, Industriekatalog, hier ist der Download, hier ist ein Vorschaubild und hier die restlichen Sachen. Also da einfach nicht, kann richtig simpel sein, aber muss ordentlich sein so. Und das hat einfach auch bei der alten Seite total, finde ich, gefehlt. Hier hat man nochmal die Händler. Das ist etwas, was ich auch mit einer interaktiven Karte gemacht habe, die man sich dann hier eben immer anschauen kann. Und da sieht man auch die ganzen Händler von dem Kunden. Das wird auch alles übers CMS gepflegt. Hier mit den Koordinaten letztendlich, die man sich holen kann. Und das Ganze ist mit Mapbox umgesetzt in Webflow. Ja? Also zu der ganzen Umsetzung sowieso kannst du mir gerne irgendwie in die Kommentare schreiben, wenn dich da was interessiert, ganz speziell, wie ich bestimmte Sachen gemacht habe. Da gibt es so viel, was ich gelernt habe bei dem Projekt, auch gerade was die Produktseiten angeht. Aber das ist was ich auch schon mal beim anderen Kunden eingesetzt hatte. Und mit Mapbox nicht, aber das ist auch auf Basis von OpenStreetMap. Deswegen kann man sehr, sehr toll mitarbeiten und hier im Prinzip so ein Flyover mit integrieren, sich das auf Google Maps anschauen, sich hin navigieren lassen. Und mehr hat ja so eine Händlerliste jetzt auch nicht zu tun. Ja, so eine Kontaktseite ist auch super simpel eigentlich strukturiert, aber muss trotzdem das Wichtigste sofort da sein. Ja? Und das haben wir eben auch versucht, immer hier mit so zu integrieren. Hier die ganzen Mitarbeiterkontakte und so weiter. Und dann kommen wir eigentlich zum Herzstück des Ganzen und das waren eben die Fliesen. Und hier haben wir einmal Unterteilung in Manufakturfliesen und einfarbige Fliesen, wie du es hier siehst, und die Industriefliesen, ja, weil es ganz zwei verschiedene Zielgruppen sind. Und da haben wir jetzt am meisten Zeit wahrscheinlich auch hier in die Manufaktur integriert, dass man hier auch im Prinzip jetzt die alle mit Relief sich einmal anzeigen lassen kann. Das funktioniert jetzt hier gerade nicht. Okay, habe ich noch einen Bug, den ich ausmerzen muss. Schade, kann ich dir jetzt gerade gar nicht zeigen. Die Sortierung wahrscheinlich dann auch nicht. Doch, die funktioniert. Okay, interessant. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier eben so die Idee auch gehabt, dieses mit den Farben aufzugreifen. Und das wird alles über das CMS gepflegt. Wir haben hier die Farben, letztendlich die Uni die Zahnerfliesen alle herstellt. Ja? Und hier im Hintergrund, also beziehungsweise noch mehr, als ich hier unten integriert habe. Aber hier im Hintergrund gibt es quasi einen Hexwert, der vom CMS gepflegt wird und den habe ich dann hier ein bisschen transparent eben dargestellt. Aber er greift das auf, was du auch siehst. Also wenn hier eine grüne Fliese ist, haben wir im Hintergrund, weil wir den Code im CMS bei dem Produkt verknüpft haben, ja, Farbcode so und so, weiß er, okay, er nimmt hier die grüne Farbe und das ist einfach dann irgendwie auf 30% Opacity oder sowas. Und dadurch kriegst du so also das ist das einzige Bild, was hier integriert ist im Prinzip hier dieses Muster, was wir on Hover haben, so ein Musterbeispiel und eben die Fliese an sich, ja. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, finde ich, wirkt das einfach total angenehm und schön, sich anzuschauen. Ja, auch mal andere Formen, die wir hier mit drin haben. Dann hast du hier die mit dem Relief, was wir auch schon besprochen haben. Schauen wir uns gleich mal so eine Seite an, beziehungsweise kann ich hier mal im neuen Tab öffnen, dann siehst du auch mal so ein paar Problematiken, die eben zum Beispiel entstehen können. Und dann auch so ein paar Zubehörmaterialien, die jetzt keinen Hover-Effekt haben. Und das ist halt so bei der Übersichtsseite wirklich, ja, da schon mal eine schöne Übersicht zu geben, was es einfach so für Muster gibt. Und jetzt kommt halt das Krasse, wenn du jetzt hier zum Beispiel mal reingehst in eine Produktdetailseite, hast du im Prinzip schon so ein bisschen das, was wir auch gerade in der Designsprache gesehen haben. Bloß haben wir jetzt wir hatten da ja dieses Überlappende nach unten. Das war einfach nicht so geschickt, weil du der Seitenbesucher im
im Viewport quasi als erstes diesen oberen Bereich hat und dann war das immer so abgeschnitten. Bei denen ist jetzt eine Produktseite sozusagen immer wie eine Familie, ja, also Alt-Leipzig heißt jetzt einfach, dass da verschiedene, es gibt einen Einleger, einen Läufer, eine Ecke und so weiter dazugehören und in diesen Produktfamilien gibt es sozusagen immer noch verschiedene Farben, die eben angeboten werden. Und wir hatten hier die Überlegung, eben das Ganze auch einmal durchswitchen zu lassen. Und sobald du die Farbe wechselst, hast du eben im Hintergrund hier auch den Farbwechsel durch eben die hinterlegten Verknüpfungen von den Kollektionen, wie eben die Farbwerte auch hinterlegt sind, kann ich mir das hier genauso abgreifen. Und das ist einmal was ich einfach toll finde, das gibt dem ganzen coolen Charakter. Genauso hast du wie so eine Art Konfigurator. Ja, du hast hier die Preise, die sich wechseln. In dem Fall ist jetzt alles gleich teuer, aber du hast hier die Beschreibungen, die Größen und sowas. Das wird sich alles, wechselt sich sozusagen alles durch. Genauso, wenn ich hier ranzoome, hast du hier so eine leichte Steintextur, die ich hier drüber gelegt habe. Genauso habe ich den Formen hier also einen Border gegeben. Oben ist die Outline quasi in eher so einem Opacity Weiß. Hier haben wir einen dunkleren, dass es einfach aussieht, ein bisschen 3D-Effekt, so eine Haptik bekommt, ja. Und das ist alles in Webflow quasi gemacht. Und das Gleiche musste ich hier auch versuchen mit dem es ist nicht im SVG drin. Das SVG hat wirklich nur dieses blaue Muster da drin. Und das Gleiche habe ich eben auch mit anderen Formen dann gemacht. Und das war echt nicht einfach im Hintergrund, aber gerade bei sowas hier, finde ich, ist es eine super schöne Übersicht, wie man sich die Farben dann auch vergleichen kann, ohne da viel rumklicken zu müssen. Wenn es mehr als 5 Items werden oder 5 Spalten, dann wird es horizontal eben hier scrollbar gemacht. Und das ist so ein bisschen der Grundaufbau, wie wir ihn auch machen. Wenn jemand das jetzt anfragen will, kann er hier klicken, wird dann ja hingeführt zu dem Formular. Und das ist was wir jetzt ja gerade so ein bisschen testen. Wie kommt das an? Wie viel kommt da eben rein beim Kunden? Und momentan wird es schon sehr gut angenommen. Und das heißt, wenn wir das ausbauen, dann wird es eben in Richtung von, das nächste wäre irgendwie wirklich Dropdowns oder Inputfelder zu haben, wo man speziell dann eingibt, okay, so und so viele davon möchte ich bestellen und so. Jetzt ist es ja noch ziemlich frei und mit hin und zurück wahrscheinlich Schreiben von Kundenseite und Unternehmen und so weiter. Aber das könnte man noch viel besser automatisieren. Aber das ist einfach eine einfache Variante, um erstmal zu erörtern, ob die Leute überhaupt sowas online über die Seite kaufen wollen oder ob die zu dem Händler gehen oder sowas, ja. Und momentan sieht es danach aus, dass der Kunde, also das Unternehmen hier, einfach direkt damit Geld machen kann, was natürlich für die immer viel besser ist wie über Händler, weil sie dann eine Marge abgeben müssen. Dann haben wir vom Aufbau her so ein bisschen Details, also Beschreibung, auch was für Eigenschaften quasi diese Fliese hat. Wir haben ein Hero-Bild. Und wir haben dann die verschiedenen Musterbeispiele, die auch sehr wichtig sind für die Produktseiten, wo du halt letztendlich dir erstmal vorstellen kannst, ach so, kann man die dann kombinieren. Hier hat man quasi die Läufer, hier kommt eine Ecke hin, hier haben wir die Einleger und dann nochmal einfarbige dazu, ja. Und so hast du halt auch diese Cross-Verlinkungen. Wenn du jetzt hier zum Beispiel direkt daneben siehst, die sind jetzt da eingesetzt. Das heißt, nicht nur von der Produktfamilie Alt-Leipzig, wo wir jetzt gerade sind, sondern auch die einfarbigen sind damit dabei. Und dann hast du hier die Möglichkeit, gleich zu der Detailseite von den einfarbigen zu gehen. Ja? Wir haben jetzt auch noch mal mehr Musterbeispiele hier, habe ich dann versteckt in einem Akkordeon, weil es einfach sonst zu viel oder zu lang wird da oben. Aber das sind sehr wichtige Bereiche, glaube ich, für die Kunden. Die werden alle noch ersetzt, die Bilder hier. Da werden scharfe SVGs dann reinkommen. Und dann haben wir das, glaube ich, auch immer ganz gut. Aber dann siehst du einfach hier immer, wie man das aufbauen könnte, in welchen Farben. Und das ist für die Kunden, glaube ich, sehr, sehr gut, das zu sehen. Ja. Und wie gesagt, kannst du jetzt hier zum Beispiel in ein neues, gehen wir hier mal in die einfarbigen rein im neuen Tab, kannst du das halt sehen, dass jetzt die einfarbigen Fliesen vom Aufbau her ein bisschen anders sind. Also es ist wie so eine Spezialseite, wo ich auch viel in Webflow mit Abhängigkeiten arbeiten musste. Und hier hast du nochmal viel mehr Farben, die du hier durchklickst. Eine andere Beschreibung zum Beispiel hier oben drin. Preis, hier haben wir eine Preisliste sozusagen auch im Dropdown unten nochmal mit drin. Und da hast du auch von den Reliefmustern einfach hier nochmal die Renderings, die ich zum Beispiel anfertigen habe lassen, die man sich groß nochmal anschauen kann, weil es einfach jede von den einfarbigen Fliesen quasi auch mit Reliefmustern gibt. Und es sind ganz andere, hochwertigeres Feeling, was du hier rüberkriegst über die Seite jetzt. Und das finde ich selbst total cool. Auch so eine Größenübersicht haben wir eigentlich nur beim Industriebereich, haben wir uns entschieden, auch hier in den Bereich von den einfarbigen Fliesen mit reinzunehmen, was sich total lohnt, weil es einfach, das ist auch eine Kategorie, die eben die meisten verwenden und brauchen. Dann gibt es eben verschiedene Größen, dass wir das hier einmal aufzeigen. Und dann auch die Muster, die Beispiele. Und genau, hier war das mit der Preisliste. Das ist zum Beispiel auch was hier
anders ist, genauso passendes Zubehör als Sliderform bietet sich an, das eben hiermit zu integrieren. Genauso weitere Empfehlungen, die hier randommäßig von Webflow immer mit integriert werden. Einfach nochmal genau das gleiche Item wie aus der Produktübersicht auch. FAQs, auch so ein bisschen alles, wie eigentlich in einem Online-Shop du das auch so kennst, ja, was muss man integrieren, um das Vertrauen von dem Seitenbesucher zu gewinnen und zu zeigen, dass wir es drauf haben, dass die einfach da auch diese Fliesen unbedingt haben wollen. Und das ist jetzt auch was, wo wir auch schon mal mit Vorblick, sage ich mal, dahin gehen, dass es irgendwann hier direkt vielleicht zu kaufen gibt. Einfach schon alles so aufgebaut, dass das wie eine Art Online-Shop-Detailseite eben funktioniert. Und genau, da haben wir die ein bisschen anders gemacht, aber funktioniert hier auch mit den Linien, mit den Flächen, die man sich aufzeichnet, wieder sehr, sehr gut, finde ich. Und das gab hier noch technische Daten, dann eher so als Tabelle, wie man das hier integriert. Horizontal scrollen kann man hier. Kann man aber genauso hier auch klicken über so eine Art Slider-Funktion. Genau, und so geht es halt dann im Prinzip letztendlich durch die ganzen Fliesen. Hier haben wir jetzt einmal noch eine Besonderheit. Hier siehst du zum Beispiel auch eine Problematik, die passieren kann. Also ich habe hier auch diese ganzen Farben hier drin. Das ist kein Bild, das ist alles über den Hexwert von den Farben, die verknüpft sind, die jetzt hier mit vorhanden kommen, werden die hier die ersten 3 eben verwendet, damit du die angezeigt bekommst, ja, was dann auch hier vorhanden ist. Also das ist auch eigentlich im Hintergrund echt, ich muss mir selbst auf die Schulter klopfen, das war schon echt cool gelöst alles, wie das jetzt funktioniert. Und du siehst aber hier zum Beispiel eine Problematik, dass der Text halt sehr lang wird, aber gut, in dem Fall jetzt einfach so und dann hat man hier die Möglichkeit, das Relief eben auszublenden und einzublenden und das ist wie so eine raue Oberfläche, die dann halt einfach so eine Tiefe nochmal drin hat und hier hat man genauso die Reliefs auch mit drin und genau, das ist hier diese Eigenschaft, die man auch mal zusätzlichen Toggle nochmal hier hat. Hier unten werden die Reliefs nicht mit angezeigt. Bei denen habe ich jetzt auch immer nächstes Mal nochmal so ein Rendering anfertigen lassen, damit man sich das besser vorstellen kann, weil es ist sehr schwer, ohne Fotos sowas eigentlich sich vorstellen zu können, wie das aussieht, wenn man sich da jetzt nicht gerade so Probemuster bestellt oder so. Und so sind eigentlich die Detailseiten aufgebaut. Jetzt können wir uns gerne mal die Industrieseite nochmal anschauen. Hier gehen wir in eine ganz andere Thematik. Du merkst, wir werden dunkel und wir gehen jetzt quasi in den Bereich, ja, wo es ein bisschen, sag ich mal, rustikaler wird, wo es auch andere Kundschaft ist, die wollen sich nicht inspirieren lassen oder sowas. Da geht es um auch mehr Fakten, da sind ganz bestimmte Anforderungen, die man braucht. Und wir wollten es auch farblich, war das auch dem Kunde wichtig, dass man das nochmal klar trennt, dass die Kunden auch merken, sie sind hier in dem Bereich und jetzt verlassen sie den. Und da hat man halt hier vom Aufbau her so ein bisschen ähnliche Elemente drin, aber trotzdem nochmal viel mehr aufgebohrt, was einfach auch Texte angeht. Und da haben wir auch geguckt, dass wir eben für diesen Industriefliesenbereich eben für das Keyword quasi auch sehr, sehr gut ranken dann in Zukunft und deswegen auch sehr viele Inhalte hier drin haben. Und es war einfach auch eine sehr, sehr, für mich eine klare Logik. Also ich versuche ja dann auch auf Kundenseite das immer erstmal zu verstehen, was da wichtig ist für so einen Industriekunden zum Beispiel. Und wenn ich mir jetzt überlege, der kommt dann auf die Website, dann sind es halt ganz klare Steps, die der so abhaken will, ja. Was haben die für Farben und für Muster? Also es muss ja irgendwie reinpassen zu denen in ihre Location, ja. Und dass man das sich quasi einmal anschaut, das ist im Prinzip das Gleiche, was du auch gesehen hast auf der anderen Seite mit dem Farbvergleich. Habe ich ja das gleiche Element genommen, nur hier eben anders gepflegt über andere CMS-Inhalte. Und da haben wir hier sozusagen die Farben, die Muster, die man sich anschauen kann. Dann haben wir hier die Oberflächen, das ist das nächste, was er sich entscheiden muss. Okay, wir brauchen eine Rutschfestigkeit, wir wollen jetzt keine glatten, sondern haben dann irgendwie sowas, auch geile Renderings, wo man das so genau sieht, finde ich nochmal ziemlich cool, dass man sich die Reliefs da anschauen kann oder die Oberflächen. Und danach will er wissen, okay, welche Größe brauchen wir? Wir brauchen dann 30×30, haben sie, alles klar. Und dann geht es halt einfach so ein bisschen darum, zu überzeugen, textlich, inhaltlich, warum einfach das sehr, sehr gute Fliesen sind. Und da haben wir hier verschiedene Bereiche noch zum detailliert, ja, wie das alles aufgebaut wird und so weiter. Ich meine, so detailliert kenne ich mich auch nicht aus. Referenzen, ganz wichtig, einfach in einem Grid auch hier mit Absicht ein bisschen peppig dargestellt, damit man sie sofort erkennt und denkt, wow, okay, das ist schon der richtige Kandidat hier. Einmal auch wieder als Hero-Image dieses Referenzbild und dann geht es wirklich sehr genau in diese Details rein, wo ich auch weil es einfach viel Inhalte waren, habe ich dann doch gerne auch mit Accordions gearbeitet. Falls es jemand interessiert, klappst hier auf, aber sonst lass es lieber ein bisschen versteckt. Das ist sonst einfach zu viel, was man sich da irgendwie auf einmal scrollen muss oder anschaut.
und viele, ja, reicht es dann schon hier oben zusammengefasst und müssen sich das gar nicht mehr anschauen. Genau, Sicherheitsstreifen, also ist nochmal ein bisschen eine andere Seite, technische Eigenschaften, also alles, was die anderen Seiten eigentlich nicht haben. Das heißt, das ist wie so eine besondere Seite, aber im Prinzip ja für den Kunden auch sehr wichtig für die Kundschaft. So, gibt es noch eine interessante Seite, die ich dir zeigen wollte? Nee, ich glaube, jetzt habe ich dir eine Menge gezeigt und ich habe echt viel mehr auch zu erklären jetzt, was gerade hier die Detailseiten angeht, wie ich das Ganze gelöst habe hier mit Konfigurator und so weiter. Ich kann nur sagen, im Hintergrund echt eine Menge auch, was von Performance von Webflow gefordert wurde. Also ich habe ab und zu gemerkt, dass auch der Webflow Designer, gerade wenn ich jetzt auf so einer einfarbigen Seite hier gearbeitet habe, da waren sehr viele, muss dir vorstellen, die ganzen Farben, die ganzen Fliesen hier sind in jeder Farbe vorhanden und es werden ja welche hier ausgeblendet, aber es wird viel mehr als Liste geladen aus dem CMS und wenn du dann irgendwie immer so 1500 Fliesen da durchsuchen musst, dann hat man schon gemerkt, dass Webflow da ab und zu ein bisschen lahm wird und dadurch, dass es ein browserbasiertes Tool ist, hängt natürlich das auch davon ab, wie gut dein Laptop oder dein Rechner einfach ist und da muss ich schon ab und zu auch mal einfach neu hochfahren oder alles irgendwie nochmal ganz frisch nochmal Tabs löschen oder sowas, ja, und einfach nochmal neu aufsetzen, damit ich da wieder ein bisschen flüssiger arbeiten konnte. Und das merkt man dann erst immer bei solchen Projekten, wo es wirklich mal drauf ankommt, weil du da jetzt, sag ich mal, im Hintergrund wirklich eine Menge Daten hast, die da gepollt werden. Wenn du allein bei so einer Detailseite hier von diesen Fliesen, siehst du in den technischen Daten hier mal, wie viele Einträge es jetzt hier gibt. Guck mal, was das für eine Liste hier ist. Und die wird ja alles in 0, nix im Webflow Designer auch schon geladen und angezeigt. Und das sind natürlich sau viele DOM-Einträge auch hier für den Browser, die er hier laden muss, was natürlich der Browser vielleicht nicht so geil findet, aber ist halt nun mal so, ja. Hier mit den ganzen Sachen, diese Schattierung im Hintergrund ist einzeln, dann hast du immer diese Flächen als SVG, hier sind es jetzt PNGs, aber gerade hier, dieses Musterbild, dann hast du ja im Prinzip immer diese Outline, diesen 3D-Effekt, den ich integriert habe, war auch nicht leicht. Es gibt nämlich zum Beispiel gar keinen Border beim SVG-Form, also das musste man auch wieder mit Maskierungen arbeiten und so weiter. Also da habe ich so viel gelernt, was ich davor, wo du denkst, ja, kein Problem, können wir schon machen. Allein so einen Schatten hier, ja, so einen Schatten zu integrieren bei SVGs, kannst du nicht mit einem Drop Shadow arbeiten, da gibt es einen anderen Shadow und das heißt, das ist ein bisschen Custom Code, den man integrieren musste und im Safari auf einmal wurde das alles total ruckelig und schwer geladen, bis du dann rausfindest, dass es einfach mit einem zusätzlichen CSS-Befehl dann irgendwie du diese vom Performance her beim iPhone zum Beispiel irgendeinen anderen Chip irgendwie ansprichst, ja, und auf einmal wurde es voll flüssig und wurde ganz gut gerendert und so. Also ganz viele Sachen, Kleinigkeiten, die ich da gelernt habe, wo ich total froh drüber war und habe da echt super gern dran gearbeitet und bin auch froh, dass wir das jetzt hier gelauncht haben. Und der Kunde ist auch happy und das ist auch immer das Wichtigste, dass der Kunde da einfach sehr zufrieden ist. Und du kannst dich gerne da auch nochmal durchklicken, kannst das Ganze mobile mal anschauen, finde ich auch alles noch super bedienbar und gut gelöst. Und falls du da Fragen hast, genau, einfach in die Kommentare. Es ging jetzt mega lang, ich weiß, aber detailliert. Vielleicht picke ich mir mal die ein oder andere Sache noch raus und zeige dir, wie ich das umgesetzt habe, weil es da doch viel gibt, was interessant in Bezug auf Webflow sein könnte.